Der Zweite Weltkrieg. Am brennenden Himmel finden spektakuläre Duelle statt. Es geht um die Beherrschung des Luftraums. Ein anderer Krieg, ein unsichtbarer Krieg, wird hinter verschlossenen Türen in geheimen Räumen ausgetragen. Designer und Techniker befinden sich im rasenden Wettlauf mit der Zeit, um neue Techniken zu entwickeln, die zum Sieg verhelfen sollen. Es waren gerade erst 30 Jahre nach der Entwicklung des ersten Flugzeugs vergangen und schon hatte sich das Jagdflugzeug zu einer der tödlichsten Waffen der Kriegsgeschichte entwickelt. Januar 1943. Die Alliierten erfanden eine neue Art des Luftkriegs, das Rund-um-die-Uhr-Bombardement mit dem Ziel, die deutsche Kampffähigkeit zu schwächen. Nachts war es die Royal Air Force, die große Zerstörungen in deutsche Städte brachte, tagsüber die US Air Force, die präzise Angriffe auf Industrie- und Militärziele durchführte. Für die amerikanischen Bomberbesatzungen war dies eine Strategie voller Risiken. Sie gaben ein gutes Ziel ab, tief im feindlichen Territorium. Sie mussten einen geraden Kurs und Flughöhe beibehalten. Die feindlichen Jäger konnten sie ausmachen und bestimmen, wo sie den Angriff durchführten. Die Bomberverluste waren entsetzlich hoch. The England these Americans knew only from the classics they had to read in school. The England of the towns and cities, whose people have defended their island's freedom for over 1,000 years. But today, their countryside has changed. Today, their island has been converted into a gigantic bomber field, a super aircraft carrier anchored off the shores of Fortress Europe, with hangars and machine shops, with hundreds of dispersal points, perimeter tracks, and concrete runways. This is England in its 5th year of war. And this is the new battlefront, the air front, from which we seek out the enemy. Not his infantry or his artillery, not his panzer divisions, but the greater menace, the industrial heart of his nation, the foundation on which the Nazi Empire and its armies stand, the power behind the German lust for conquest. The steel mills and refineries, shipyards and submarine pens, factories and munitions plants, pinpoints on the map of Europe which mean rubber, guns, ball bearings, shells, engines, planes, tanks, targets. Targets to be destroyed. And these are the destroyers, each with a belly full of bombs, and 10 men like the crew of the Memphis Belle. Pilot Captain Robert Morgan, industrial engineer from Asheville, North Carolina. He's flown this ship across the Atlantic. The other pilot, Captain Jim Verinis, business administration student at the University of Connecticut. Radio operator and gunner, Sergeant Bob Hansen, construction worker from Spokane, Washington. Navigator, Captain Chuck Layton, chemistry student at Ohio Wesleyan. Engineer and top turret gunner, Sergeant Harold Locke, from Green Bay, Wisconsin. Used to be a stevedore. Besides keeping the Belle in order, he covers the sky above. Tail gunner, Sergeant John Quinlan of Yonkers, New York. Clerked for a carpet company, but he quit December 8, 1941. Ball turret gunner, Sergeant Cecil Scott. Firstman for a rubber company in Rahway, New Jersey. Pilot to crew, 10,000, put on oxygen. They're climbing higher now, 300 feet a minute. The strain on the planes and on the men is mounting. The rest of the crew, Bombardier Captain Vincent Evans, operated a fleet of trucks in Fort Worth, Texas. Waist gunners, on the right, Sergeant Bill Winchell, chemist for a paint company in Chicago. And on the left, Sergeant Tony Nastal, used to repair washing machines in Detroit when he was a kid. Now he's 19 and has 2 Nazi fighters, confirmed. It takes all of a pilot's strength to keep a 30-ton fortress in tight formation. But the formation is the bomber's best defense against enemy fighters. The planes are deployed to uncover every gun, stepped up and down, echelon to the right and left, arranged to overcome the danger of gunners firing into friendly ships, arranged so concentrated cones of fire from the caliber 50 machine guns cover the sky for 1,000 yards in every direction.
friendly coast of England slips by below. It doesn't look like much now, but in a few hours when you come back, if you come back, this will be the most beautiful view in the world. Higher and higher, climbing to reach your best operational altitude, 25,000 feet. 5 miles straight up. So high you can't be seen from the ground with the naked eye. So high that after 1 minute without oxygen, you lose consciousness. After 20 minutes, you're dead. From now to the target, you go about your routine duties, plot your course, check your equipment, and wait. And think. Higher and colder. Temperature, 40 degrees, below zero. Take off your glove and you loosen fingers. You look out at the strange world beyond, reflections in plexiglass, like nothing you ever saw before, outside of a dream. Higher and higher into the lightless stratosphere, until the exhaust of the engines mixing with the cold, thin air condenses and streams the heavens with vapor trails. Far from beautiful, for they point like beckoning fingers to the formation, signposts in the sky for the enemy to spot us. For these bombers to accomplish their mission, a plan is needed. Carefully worked out, timed to the minute. The job is to bomb Wilhelmshaven effectively and economically. The enemy is strong, skillful, determined to stop us. Here are his defenses. Airdromes, well dispersed. Each plane indicates a stopo, or squadron of fighters. Heavy anti-aircraft, highly trained and accurate, all along the coast and defending his vital installations. Radar to warn him of our coming. Here is our plan to divide his defenses and weaken his opposition. At 13:30 hours, shortly after takeoff, 6 groups of planes will be heading toward the enemy coast from 6 directions. The Blue Force, 100 B-24 Liberator 4-engine bombers. The White Force, 300 B-17 Flying Fortresses. The Green Force, 300 B-17s with an escort of 6 squadrons of P-47 Thunderbolts. A force of B-26 Marauders, twin-engine medium bombers with 6 squadrons of RAF Spitfires escorting. Almost 1,000 planes and over 8,000 men in the air. The enemy alerts all his airdromes. But which is our main force? What are our targets? Where should the Nazi controllers send their fighters? It's our job to make them guess, and guess wrong. A half hour later, at 1400 hours, the Blue Force will be heading east across the North Sea with the White Force following. These enemy fighters are tied down, waiting to meet them, and will not be able to attack the Green Force. These fighters must come up to attack the Green Force, and thus will be no threat to the Blue and White Forces. The B-26s and Spitfires will bomb and strafe a key rail junction, diverting these 6 Stopon and preventing the enemy from concentrating too many fighters on the Green Force, which is scheduled to bomb an aircraft factory at Hanover. At 14:30 hours, the Blue Force will threaten this entire coastal area of northwestern Germany. Which target will it be? Flensburg? The Kiel Canal? Or will it turn suddenly and bomb Hamburg, Wegesack, or Emden? Actually, it carries no bombs at all. It's a decoy and keeps the fighters from the northern area busy while the White Force, the main effort, heads for the submarine pens of Wilhelmshaven. At 1500 hours, while the White Force is over its target, only a fraction of the available German fighter strength of the area can intercept it. Because of the Blue Force diversion and the simultaneous bombing of Hanover by the Green Force. This is the plan of battle for today, drawn up by the Combined Operations Planning Committee and approved by the Commanding General. The White Force, lead group, low squadron.
We've crossed the invisible line of enemy radar. The Hun is expecting us. Steel helmets go on. Watchful eyes strain. Tight formations are held tighter still. Tense gunners more alert because here it comes. The enemy coast. Where will the next one hit? You try not to be there. The docks and submarine pens of Wilhelmshaven. Approach to the target starts. No smoke screen can protect it. Now the enemy knows the path of your approach and walls that path with a flak barrage. But you fly right through it. Flak so thick you can get out and walk on it. The bombing run begins. Diving from 9 o'clock. Flak now has the range too. They've hit this fort, but he keeps on his bombing run. Coming around. Keep your eye on the boy. Coming around the 10. Watch him, son. Keep your eyes open. They're breaking at 11. Breaking at 11. I got him. Coming around underneath at 10 o'clock. I see him. 2 at 2 o'clock. Watch him, Scotty. I got my sights on him. Check that B-17, Chuck. 3 o'clock. Motor smoking. Fire at 10:30. Coming around. Those 10:30 upper or lower? B-17 out of control at 3 o'clock. Today is support of bombers. We're to take these bombers into the target and bring them home. Our primary mission is getting there and getting them back. Diese Aufgabe stellte die alliierten Jagdpiloten den Besten der deutschen Luftwaffe im Kampf Mann gegenüber. Das garantierte einen frühen Tod für hunderte junger, unerfahrener Flieger.
Die gravierenden Schwächen der Jägereskorten machten sich während des ersten Angriffs bei Tageslicht tief über Deutschland bemerkbar. Am 14. Oktober 1943, einem Tag, der dem 8. Bomberkommando als Schwarzer Donnerstag in Erinnerung geblieben ist, flogen mehr als 300 schwere amerikanische Bomber in Richtung Kugellagerwerke Schweinfurt. Alliierte Jäger, die nicht in der Lage waren, über diese weite Distanz mit den Bombern mitzuhalten, waren gezwungen umzukehren, bevor das Ziel erreicht war. Den größten Teil der 1500 Kilometer Strecke waren die Bomber auf sich allein gestellt. Sie waren nun für die deutschen Jäger eine relativ leichte Beute. Der Erfolg von Schweinfurt war für die Luftwaffe sehr ermutigend. Die Chance oder Hoffnung der deutschen Jagdflieger, die amerikanischen Terrorbomber von den wehrlosen Frauen und Kindern in den deutschen Städten fernhalten zu können, wäre ihr schönster Lohn gewesen. Johannes Steinhoff, 176 Abschüsse. Nach dem Angriff auf Schweinfurt stoppten die Amerikaner jegliche Bombardierung für 3 volle Wochen. Der amerikanische Kongress debattierte darüber, ob die Bombardierung bei Tageslicht nicht überhaupt gestoppt werden sollte. Die Amerikaner hatten 800 Mann verloren. Wir glaubten daran, dass wir die Bombardierung aufhalten könnten und der Zerstörung deutscher Städte ein Ende machen könnten. Trotz der schweren Verluste beschlossen die Amerikaner, die Bomberangriffe bei Tageslicht fortzusetzen. Das Leben der Bomberbesatzungen hing nun von der Geschicklichkeit der jungen Jägerpiloten ab. Die alliierte Luftkriegsführung hatte aus der bitteren Lektion von Schweinfurt gelernt. Sie plante nun neue Strategien. Verschiedene Jagdstaffeln lösten sich in der Bomberbewachung ab. Der Geleitschutz konnte damit erheblich ausgedehnt werden. Durch das Mitführen von zusätzlichen abwerfbaren Treibstoffbehältern wurde die Reichweite der P-47 Thunderbolt erheblich vergrößert. Durch die erhöhte Reichweite der Begleitjäger wurde der Schutz der Bomberpulks erheblich verbessert. Die Jagdflugzeuge beider Seiten lieferten sich erbitterte Kämpfe über den Himmel Deutschlands. Deutsche Kampfpiloten standen einer doppelten Bedrohung gegenüber: den Geschützen beider Jägereskorten und den schwer bewaffneten Bombern. 4 auf der Oberseite, 4 auf beiden Seiten, das macht 3 mal 4.
12 Maschinengewehre, die alle auf einen Jäger feuern. Dann haben Sie noch 3 Nachbarflugzeuge, jedes mit einem Dutzend Maschinengewehre, das macht dann 36 MGs, die auf dich feuern. Du siehst nichts anderes als Geschossgarben. Anfang 1944 wurde die strategische Luftmacht der Amerikaner furchteinflößend. Ein neues Flugzeug wurde eingeführt, das den Ausgang des Krieges verändern sollte, die P-51 Mustang. Als die amerikanischen Bomber und Jäger den Luftkrieg ins Herz des Deutschen Reiches trugen, schickte die Luftwaffe volle 2/3 ihrer Jagdflieger aus, um sie aufzuhalten. Am Himmel über Deutschland war die Bühne bereit für eine blutige Auseinandersetzung. Berlin wurde zum Inferno. Intensive Bombardierungen erschütterten die Reichshauptstadt, während erbitterte Luftkämpfe über ihr tobten. Viele Asse wurden in diesen Schlachten geboren und viele starben hier. Sogar unter den Piloten, die Glück hatten, es bis nach Hause zu schaffen, forderte der tägliche Kampf ums Überleben seinen Tribut. Zwischen den Einsätzen gab es für die jungen Amerikaner durchaus Gelegenheit, sich zu entspannen und Dampf abzulassen. Die deutschen Jagdflieger hatten solche Möglichkeiten der Erholung nicht. Die Amerikaner wussten nicht, was ausgepumpt sein bedeutet. Sie flogen für eine begrenzte Zeit und kehrten dann nach Hause zurück, während unsere Piloten ständig im Einsatz waren. Ein Dienstrekord von 500 bis 600 Flügen unter jenen, die überlebten, war für uns etwas völlig Normales. Bei den Amerikanern war es nicht einmal annähernd so. Nicht einmal annähernd. Den Winter 1944 erlebte Deutschland taumelnd unter den gnadenlosen Angriffen der alliierten Kräfte. Bomberkommandos nutzten den Vorteil für sich aus. Es flogen tausende Bomber, um die deutschen Städte zu zerschmettern. Der Kampfarm der Luftwaffe hatte bei der Verteidigung des Heimatlands seine Grenzen erreicht. Die deutsche Gegenwehr war heftig. Die Verluste waren auf beiden Seiten schwer. Die Tageslichtangriffe waren eine qualvolle Erfahrung für die 10 Männer im Bomber, sicherlich noch qualvoller aber für die tausendfachen Opfer in den Luftschutzkellern. Im Frühling 1944 hatten die Alliierten die Luftherrschaft über Deutschland errungen. Bomber und Jäger schwebten in stetig wachsender Zahl über dem Deutschen Reich und zwangen die Luftwaffe zu Boden. Im späten Frühling 1944 war die Luftwaffe total zerstört. Die wesentlichen Industriezentren im Herzen Deutschlands lagen in Schutt und Asche. Ich flog darüber und wusste, dass da unten meine Familie war. Magdeburg war ein flammendes Inferno.
Es war ein entsetzliches Erlebnis. –40.000 alliierte Flieger starben am Himmel über Europa. Circa 1 Million Zivilisten fielen dem nach internationalem Völkerrecht als Kriegsverbrechen geächteten Bombenkrieg zum Opfer. Dieser Preis war noch viel, viel höher.